Niedrigsteuerländer wie zum Beispiel Bahamas, die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch Zypern sind zwar wunderschön, aber die Hochsteuerländer sind natürlich noch viel schöner. Denken wir zum Beispiel an Spanien, Italien oder Frankreich. Wie kannst du nun sehr viel Zeit in solchen Hochsteuerländern verbringen, ohne dort eine Steuerpflicht auszulösen? Also ich sage mal, den Lifestyle dieser Hochsteuerländer in vollen Zügen genießen, ohne dort steuerpflichtig zu werden. Das wollen wir uns einmal in diesem Video genauer anschauen. Wir raten allen Mandanten, ins Ausland umzuziehen, die steuergünstig leben wollen. Ein steuergünstiges Leben in Deutschland oder Österreich ist nicht möglich. In der Schweiz ist es natürlich steuerlich auf jeden Fall attraktiver als in Deutschland oder Österreich. Aber auch dort kann man natürlich keinesfalls sagen, dass es sich wirklich um eine Steueroase wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai, Zypern, Malta, die Bahamas oder die Cayman Islands handelt. Diese Länder sind zwar alle sehr schön, aber Hand aufs Herz, es kann dort auch ziemlich langweilig werden. Einen solchen Lifestyle wie zum Beispiel in Frankreich, wie in Italien oder Spanien, das wird man in diesen Ländern kaum genießen können. Natürlich, da kann man selbst dann auch was tun, indem man relativ viel verreist, aber vielleicht möchte man auch nicht ständig auf Achse sein, sondern vielleicht sucht man eher nach einem Plätzchen, wo man dann einen längeren Zeitraum verbringen kann. Und da macht sich natürlich jeder dann sofort Sorge, dass man eine unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Und das natürlich auch zu Recht, denn wir wissen ja, es gibt diese oftmals lapidar verwendete 183-Tage-Regelung. Sie ist strikt gesprochen in vielen Ländern so gar nicht korrekt anwendbar. Aber dennoch stimmt es natürlich, dass viele Länder einen hier auf unbeschränkter Basis dann steuerlich veranlagen. Das heißt für das Welteinkommen, wenn man in diesem Land zu viel Zeit in Anführungszeichen verbringt. Und was zu viel ist, das regelt dann letztlich das Land in seiner Steuergesetzgebung. Allerdings gibt es einen ziemlich rechtssicheren Weg, wie du den Lifestyle von Hochsteuerländern, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter nutzen kannst, ohne dort steuerpflichtig zu werden. Und das funktioniert im Grunde genommen so. Schritt Nummer 1. Du hast deinen Hauptwohnsitz und deinen steuerlichen Wohnsitz in einem steuerlich attraktiven Land, wo du steuerlich unbeschränkt steuerpflichtig bist, obwohl du dort nur eine relativ geringe Zeit zubringst. Bestes Beispiel hierfür vielleicht Zypern. Das ist ja vielen bekannt. Wenn du in Zypern den Non-Dom-Status hast und dich dort 60 Tage aufhältst, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig und das eben auch für die meisten Doppelbesteuerungsabkommen, die Zypern geschlossen hat. Natürlich gibt es diesbezüglich auch noch andere Gebiete, wo eine ähnliche Konstellation möglich ist. Wir haben dazu auch ein Video gemacht. Link zu dem Video packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Aber nur mal ein paar Beispiele zu nennen. In Malta mit dem High Net Worth Individual Status hast du 0 Tage Aufenthaltspflicht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hast du mit der Emirates ID 90 Tage minimale Aufenthaltspflicht. In Uruguay, wenn du dort eine Immobilie hast, hast du 60 Tage Aufenthaltspflicht. 60 Tage hast du ebenfalls in Andorra, wenn du dort eine Immobilie besitzt. Auch Gibraltar lockt mit 0 Tagen Aufenthaltspflicht. Voraussetzung in allen diesen Ländern ist allerdings, dass du dort eine tatsächliche Wohnung, kein Briefkasten, kein WG-Zimmer unterhältst. Vielfach wird sogar vorgeschrieben, wie viel Miete du hier mindestens bezahlen musst, so zum Beispiel in Malta oder auch Gibraltar. Das kann also nicht einfach nur irgendein Loch sein. Das muss tatsächlich eine nutzbare Wohnung sein. Hast du dann eine solche nutzbare Wohnung und hältst dich dort eben den vorgeschriebenen Mindestzeitraum auf, dann bist du in diesem Land unbeschränkt steuerpflichtig und du erhältst dann auch eine steuerliche Ansässigkeitserklärung. Der steuerliche Wohnsitz ist wichtig, denn in der Realität wirst du vielfach danach gefragt, wo du steuerpflichtig bist. Allen voran Banken fragen, wo du steuerpflichtig bist, möchten möglicherweise eine Steuererklärung sehen, wollen auf jeden Fall eine Steuernummer von dir haben. Das heißt, ohne tatsächlichen Wohnsitz, eine richtige Wohnung, die du dauerhaft für 12 Monate im Jahr gemietet hast, in einem steuergünstigen Land, ohne eine Steuererklärung, ohne eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung, ohne eine Steuernummer,
wird es in der Realität, in der ganz praktischen, tagtäglichen Realität als Auswanderer für dich nicht funktionieren. Eine solche musst du tatsächlich nachweisen, wie ich schon gesagt habe, möglicherweise bei Banken, aber auch zum Beispiel bei anderen Steuerbehörden. Darauf werde ich gleich nochmal separat zu sprechen kommen. Also, nehmen wir mal an, du hast nun hier deinen steuerlichen Wohnsitz rechtssicher etabliert. Du hast eine wirkliche Wohnung, du hast eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung und du bist tatsächlich in diesem Land steuerpflichtig, aber musst dich dort nur für wenige Tage im Jahr aufhalten. Dann kannst du dir jetzt 2 weitere Länder suchen und diese können dann ruhig in Hochsteuerländern sein, wo du dich für einen Großteil des Jahres aufhältst. Wie gesagt, es müssen 2 Länder sein, denn es gibt kaum ein Land, wo du dich mehr als 183 Tage aufhalten kannst, ohne dann steuerpflichtig zu werden, außer natürlich die Steueroasen selbst. Also nehmen wir einmal an, du bist 90 Tage von 365 Tagen in Dubai. Dann hast du also noch 275 Tage, die du nun in anderen Ländern verbringen kannst. Das heißt also ungefähr 137 Tage je in 2 anderen Ländern. So, nun kannst du dir in diesen beiden anderen Ländern auch eine Wohnung suchen, eine Immobilie kaufen und hast dann dort tatsächlich auch eine feste Basis, kannst dort dann 4 Monate oder sogar mehr als 4 Monate zubringen und bist nicht ständig hier zwischen allen Stühlen in Hotels und so weiter unterwegs. Wichtig ist allerdings dabei, dass du dir natürlich Länder aussuchst, wo ein Wohnsitz keine unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Das kennen wir ja alle von Deutschland. Richtest du dir nun zum Beispiel in Deutschland einen Wohnsitz ein und verbringst dort, sagen wir mal, 137 Tage im Jahr, dann bist du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das würde also nicht funktionieren. Das heißt also, man muss hier tatsächlich für jedes der von dir bevorzugten Länder prüfen, ob dort eine unbeschränkte Steuerpflicht allein durch eine Immobilie oder das Vorhandensein einer Wohnung vorliegt oder nicht. Wie kannst du das machen? Wo kannst du das nachschauen? Nun, ich werde nun eine Webseite empfehlen und auch mal ein Beispiel durchgehen, wo du sehr einfach prüfen kannst, was dort die unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Und das ist die Webseite von PwC, PricewaterhouseCoopers. Sagt dir vielleicht was? Es ist letztlich die größte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei der Welt. Dort habe ich selbst auch vor vielen Jahren 4 Jahre lang gearbeitet in Zürich. PwC hat eine sehr interessante öffentlich zugängliche Datenbank, die nennt sich PwC Worldwide Tax Summaries. Da kannst du hier für sehr viele Länder so die Grundlagen des lokalen Steuersystems nachprüfen. Man muss etwas vorsichtig sein. Teilweise ist die Information veraltet. Hier kannst du jeweils sehen, wann die zuletzt aktualisiert wurde. Ich habe jetzt mal hier die Seite für Spanien geöffnet. Da gibt es einen Abschnitt unter Individual, also das heißt, das betrifft natürliche Personen, Residents. Und hier kannst du nun lesen, gemäß PwC, was zum Beispiel in Spanien die unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Ich werde hier mal kurz vorlesen auf Englisch. Individuals are resident in Spain for tax purposes if they meet at least one of the following criteria. Also eins der folgenden beiden Kriterien muss erfüllt werden. Spend more than 183 days in Spain during a calendar year. Also, wenn du mehr als 183 Tage dich in Spanien aufhältst, bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Jetzt wird diese Aussage noch weiter qualifiziert. Das lese ich jetzt nicht vor. Aber da sind zum Beispiel folgende Fragen relevant. Was ist nun, wenn du dich für 1 Monat in Spanien aufhältst, dann für 10 Tage nach Thailand gehst und wieder für 1 Monat nach Spanien zurückkommst? Gelten diese 10 Tage nun als Abwesenheit in Spanien oder Anwesenheit? Nun eben, da ist das spanische Steuerrecht etwas trickreich. Das muss man sich hier also genau anschauen. Das ist nicht so offensichtlich, wie man das vielleicht denken würde. Aber grundsätzlich, wenn wir sagen, du hältst dich nur 135 Tage in Spanien auf, also weit unter den 183 Tagen, dann sollten dir solche Regelungen eigentlich keine Schwierigkeiten bereiten.
Schauen wir uns die zweite Bedingung an. Es ist ja eine Oder-Bedingung. Have Spain as their main base or center of activities or economic interests. It is presumed, unless proven otherwise, that a taxpayer's habitual place of residence is Spain, when on the basis of the foregoing criteria, the spouse and underage dependent children permanently reside in Spain. Also du wärst auch in Spanien steuerpflichtig, wenn deine Familie zum Beispiel, Ehepartner und Kinder in Spanien steuerpflichtig sind und dort leben. Allerdings steht hier der Punkt, unless proven otherwise. Und jetzt komme ich auf den Punkt von vorhin mit der steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung zurück. Wenn du natürlich nachweisen kannst, dass du noch irgendwo anders steuerlich ansässig bist, dann kannst du möglicherweise diese These widerlegen. Aber es gibt, das muss man ehrlich sagen, in Spanien auch hier Regeln, die hier zum Beispiel bei Niedrigsteuerländern gelten. Also da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Wichtig wäre also im Falle Spaniens auf jeden Fall unter der 183-Tage-Grenze zu bleiben, soweit es geht. Aber eben wichtig hier festzustellen, der Besitz einer Immobilie oder aber hier einen Wohnsitz in Spanien zu unterhalten, eine Wohnung, die du dauerhaft nutzt, die von dir eingerichtet ist, löst keine unbeschränkte Steuerpflicht aus. Es geht tatsächlich um die Anwesenheit und da sind die Spanier, das haben wir zum Beispiel an Gerichtsverfahren wie bei dem gegen Shakira ja gemerkt, besonders kritisch, wenn es um deine Anwesenheit geht. So, wie gesagt, Beispiel Spanien war das. Ich würde dir empfehlen, PwC Tax Summaries hier zu konsultieren, wenn du dich für ein entsprechendes Land interessierst und dann kannst du dir dort anschauen, was dort die Steuerpflicht konkret auslöst, unter welchen Bedingungen du dort unbeschränkt steuerpflichtig bist. Besonders eben hier für das von mir genannte Modell ist es eben wichtig, ob ein Wohnsitz dort eine Steuerpflicht auslöst. Im Falle Spaniens haben wir schon gesehen, dass es nicht der Fall ist. Das heißt, Spanien könnte jetzt also eins der beiden Länder sein, wo du dich dann neben deinem sogenannten Hauptwohnsitz, wo du also steuerlich registriert bist und Steuern zahlst, für einen großen Teil des Jahres, nämlich 4 Monate, aufhalten kannst. Was könnte zum Beispiel ein drittes Land sein? Nun, jetzt nehmen wir einmal an, dass das dritte Land, in welchem du dich gerne aufhalten möchtest, Thailand ist. Du hast eine Affinität für Asien. Auch hier würde ich jetzt zunächst mal wieder bei PwC Tax Summaries an deiner Stelle hineinschauen. So, hier steht nun Folgendes unter Residents. Residents are defined as persons residing in Thailand at one or more times for an aggregate period of 180 days or more in any tax calendar year. Short-term residence is not defined under Thai tax regulation. Also auch hier sehen wir eine sehr klare, sehr einfache 180-Tage-Regelung. Thailand war ja bisher steuerlich attraktiv, ist es nun leider nicht mehr, leider nun auch als Hochsteuerland zu interpretieren. Aber wir sehen hier, es ist tatsächlich so, du kannst dich dort 180 Tage aufhalten, ohne befürchten zu müssen, dort steuerpflichtig zu werden. Soweit PwC Tax Summaries. Natürlich, es ist ganz klar, PwC Tax Summaries kann jetzt hier eine Beratung nicht ersetzen, aber für deinen eigenen Research, wenn du dich mit Ländern auseinandersetzt und dir anschaust, könnte dieses Land gut sein für mich oder nicht, lohnt sich hier auf jeden Fall in diese Datenbank reinzuschauen. Dann kannst du schon mal Länder grundsätzlich ausschließen von deiner Favoritenliste. In unserem konkreten Beispiel haben wir also nun insgesamt 3 Länder. Wir haben gesagt, du hältst dich für 90 Tage in Dubai auf, dann hältst du dich für 137,5 Tage, um es genau zu sagen, in Thailand auf, beziehungsweise kannst dich so lange dort aufhalten und dann noch einmal für 137,5 Tage in Spanien. Da das natürlich mit den halben Tagen nicht funktioniert, würde man sagen, du hältst dich in einem Land 138 Tage auf, im anderen Land eben nur 136 Tage. Du kannst in allen 3 Ländern eine Wohnung unterhalten, du kannst dich dort aufhalten, du musst dich dort steuerlich nicht registrieren, du musst keine Steuererklärung einreichen und du kannst hier mehr oder weniger einen steuerfreien Lebensstil führen, in Abhängigkeit natürlich dessen, was auch möglicherweise im Ausland auf deine Einnahmen für Steuern fällig werden. Wenn du zum Beispiel in Dubai wohnst und Dividenden bekommst von Aktien, die du besitzt,
dann musst du in der Regel Quellensteuer bezahlen im Land des Emittenten. Also das heißt bis zu 30%. Das heißt, Dividenden sind in der Regel nicht sehr attraktiv, außer du bekommst einen Dividenden aus einem Land, wo keine Quellensteuer abgezogen wird, wie zum Beispiel UK. Was die steuerliche Registrierung anbelangt, so wirst du übrigens feststellen, dass in manchen Ländern es dennoch notwendig ist, dass du eine Steuernummer beantragst, möglicherweise eine spezielle Steuernummer für Ausländer. Wir kennen das ja aus Spanien. Dort braucht man eine NIE, oftmals nur allein deswegen, weil man dort ein Konto eröffnen will oder weil man dort eine Immobilie kaufen oder anmieten will. Diese Steuernummer löst keine Steuerpflicht in Spanien aus. Das ist einfach eine Formalität, die muss man beantragen. Da geht es eher um eine steuerliche Identifikationsnummer. Du musst deswegen aber keine Steuern in Spanien bezahlen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, dass du berücksichtigen musst, dass möglicherweise lokale Vermögensteuer fällig wird, wie zum Beispiel in Spanien. Du musst vielleicht keine Einnahmen erzielen auf deine Einkünfte, aber wenn du eine Immobilie hast in Spanien, die einen bestimmten Wert übersteigt und dann wohnst du in einer Region, wo Vermögensteuer erhoben wird, dann wirst du diese bezahlen müssen, auch wenn du generell ansonsten nicht in Spanien für dein Welteinkommen steuerpflichtig bist. Ein weiterer Punkt, der immer wieder natürlich hier auch bei Mandanten angesprochen wird, ist die Tatsache, was nun eine Tätigkeit tatsächlich anbelangt, wenn du dich in diesem Land aufhältst. Also sagen wir mal, du hast ein Online-Business, vielleicht E-Commerce, das ist vielleicht irgendeine LLC oder eben ein Business in Dubai oder Malta oder UK oder was auch immer. Und jetzt bist du in Spanien für 140 Tage und arbeitest natürlich für dieses Business von Spanien aus. Du bist ja der Geschäftsführer möglicherweise. Du musst da Dinge koordinieren. Du musst das Tagesgeschäft der Gesellschaft tatsächlich leiten. So, das ist natürlich grundsätzlich hier eine kritische Frage. Ja. Hier gibt es zum Beispiel die Frage, wird eine Betriebsstätte ausgelöst? Zum einen ist dies eine Frage der Doppelbesteuerungsabkommen, die hier gelten. Hat deine Gesellschaft eine wirkliche Betriebsstätte im Ausland und das Land, wo du dich aufhältst, zum Beispiel Spanien, hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit diesem Land, dann gelten möglicherweise andere Regelungen. Vielfach wird dies auch in den Ländern nicht wirklich kontrolliert und ist auch nicht kontrollierbar. Aber es ist natürlich ein Punkt, den du in einer steuerlichen Beratung mit einem Steuerberater oder Steueranwalt im Vorfeld klären solltest, damit du dich hier richtig verhalten kannst. Möglicherweise macht es Sinn, dass du nicht selbst Geschäftsführer der Gesellschaft bist, um zum Beispiel eine lokale Betriebsstätte zu vermeiden. Denn du willst ja auf jeden Fall verhindern, dass du jetzt hier alleine durch deine Anwesenheit in Spanien steuerpflichtig wirst. Hast du nur passive Einkünfte, das heißt zum Beispiel Kapitalerträge aus einem Depot oder auch Einkünfte aus Kryptowährung, dann ist das natürlich in der Regel kein Problem. Auch hier kann man sagen, gibt es möglicherweise gewissen Klärungsbedarf, wenn du jetzt hier Vollzeit tradest. Auch da ist natürlich dann die Frage, wann ist hier tatsächlich vor Ort eine Betriebsstätte begründet. Natürlich, wenn du dich in einem Land nicht sehr lange aufhältst, ist das Risiko, dass hier es zu einer solchen Betriebsstätte kommt, relativ gering. Aber wie gesagt, auch hier kann man sich nicht hundertprozentig auf die 183-Tage-Regelung verlassen. Das ist eben etwas, was du dann im Vorfeld und länderspezifisch klären musst. Manche Länder sind da sicherlich liberaler als andere. Manche Länder lassen das ganz bewusst eine Grauzone sein und möchten auch das gar nicht anfassen. Aber wie gesagt, auch das ist etwas, was man tatsächlich natürlich bedenken muss. Aber meiner Erfahrung nach sind das lösbare Herausforderungen. Also, nun weißt du, wie du vorgehen musst, wenn du gerne den Lifestyle von Hochsteuerländern genießt. Schau dir zunächst an, was hier tatsächlich die unbeschränkte Steuerpflicht in einem dieser Länder auslöst. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dort eine Immobilie zu kaufen oder auch längerfristig eine zu mieten. Aber grundsätzlich ist es komplett realistisch, einen solchen Lifestyle hier zu genießen. Das heißt, dich in 3 Orten, in 3 Regionen das Jahr über aufzuhalten, ohne jetzt hier allzu viel rumzureisen. Wenn das dein Lifestyle ist, dann kannst du das so machen. Wenn du dich für dieses Modell interessierst oder auch anderweitig ans Auswandern denkst, Deutschland, Österreich oder die Schweiz verlassen willst,
dich steuerlich optimieren willst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.